Willkommen Modellbahnfreunde in der neuen Heimat von der Anlage Blankenheim und vielleicht darüber hinaus noch einer unbekannten Anlage. Ja, das ist der Hauptgrund, warum im Moment nicht so viele Videos kommen und die Modellbahn an, 25. Stelle kommt. Und wie ihr seht, ist das ja noch alles ziemlich Rohbau und relativ feucht. Diese geschalte Innenwand. Ja, hier kann man schon erkennen, hier vorne Internetstrom, viel Strom bis hinten durch. So soll es mal werden. Im hinteren Bereich, hier hinten, wird Blankenheim Platz nehmen. Auf alle Fälle vor allem erstmal hier mittig, damit ich nicht so wie jetzt in Zukunft von beiden Seiten problemlos rankommen kann. Der Raum hat, ich muss lügen, ich glaube irgendwas um die 7 Meter und in der Breite irgendwas um die 3 Meter irgendwas. Hier vorne in dem Bereich soll die Arbeitsecke sein. PC, Werkstatt zum Basteln, die Vitrinen, große Schrankwand mit den ganzen Fahrzeugen. Hier in der vorderen Ecke, hier so in dem Bereich, vielleicht auch nochmal irgendwie Schrank oder Ersatzteilschränke, so ist das geplant. Und der ganze hintere Bereich soll eigentlich gar nicht so zugebaut werden. Ich hoffe es. Wie das meistens immer so ist, sondern da soll komplett Anlage sein. Ja, jetzt hat man hier später die Möglichkeit, vielleicht im U was Großes zu bauen, Segmentanlage. Schauen wir mal. Auch mehrere Anschlüsse für genügend Licht sind da. Und dann kann ich hier durchgehend oben irgendwelche LED-Bänder installieren, die genügend Licht für Videos geben. Ich habe natürlich nochmal extra Lichter, aber das ist so der Grundplan und das ist der Plan oder der Grund, warum ihr im Moment wenig von mir hört und vielleicht danach umso mehr hört oder seht. So ab Herbst, denke ich mal Oktober, November hat sich das Ganze hoffentlich wieder normalisiert und Blankenheim ist hier eingezogen und ich kann dann auch noch mal ein bisschen intensiver an Blankenheim arbeiten, weil einfach von beiden Seiten mehr Platz ist, mehr gemacht werden kann und ich die hinteren 3/4 des Raumes wirklich nutzen will, um dass da die Anlage ist. Mal schauen, ob das alles so bleibt, wie ich mir das ausgedacht habe. Man weiß ja sonst immer nicht, wie es im Leben ist, aber das ist mal so das Grundkonzept. Gehen wir noch einmal hier auf die andere Seite, drehen uns eben. Bis jetzt haben wir hier eine Betonröhre, einen Bunker, mehr ist es nicht, ihr hört es schallen. Und den wollen wir dann mit Leben wecken, indem er hier ausgefüllt wird und das neue Zuhause von Blankenheim wird. Und hier ich im Keller Ruhe und Platz habe. Jetzt habe ich auch schon ein eigenes Zimmer, aber das ist natürlich bei weitem nicht so groß. Ich sag mal grob die Hälfte von dem, was ich jetzt hier habe. Ich kenne einige, inklusive meinem Opa, die haben noch größere Zimmer, aber man muss es ja nicht übertreiben. Kostet auch alles Geld und ich denke, hier kann man sich schon ganz gut ausleben. Im Garten gibt es ja auch noch, muss da meine Frau noch überzeugen, aber vielleicht gibt es dann noch irgendwie eine Gartenbahn, rätische Bahn oder irgend sowas. Ich bohre kontinuierlich dran und vielleicht hat sie ja irgendwann mal Freude dran, dass sie sagt, naja, komm, kriegst eine Ecke im Garten. Schauen wir mal, aber jetzt die nächsten 2, 3, 4 Jahre wird das hier auf alle Fälle Projekt. Hier muss jetzt demnächst noch überall alles gespachtelt werden. Das Fertigteil, da ist das normal.
dass das hier solche Spalten gibt. Das wird dann alles zugemacht, so wie hier. Und wird dann noch gestrichen. Fußboden kommt logischerweise noch rein. Der Estrich ist noch recht feucht. Hier im Keller gibt es keine Fußbodenheizung. Ja, wie ihr seht, die Wand, dadurch, dass es hier wochenlang bei uns geregnet hat, ist auch mit Lüften schwierig. Ich bin jetzt gerade hier zum Lüften. So, also, das ist das kleine Zwischenupdate aus dem neuen Modellbahnzimmer, wo es dann hoffentlich ab Ende des Jahres Videos geben wird. Und ihr werdet weiter auf dem Laufenden gehalten, nicht in der gewohnten Form oder in dem gewohnten Rhythmus, aber ich hoffe doch, dass immer mal wieder was kommt und ich die Zeit dazu finde. Ich hoffe, euch hat das Update zum neuen Modellbahnzimmer gefallen. Nun kommen wir wieder zur Anlage Blankenheim und den Neuheiten, die auf der Anlage Blankenheim rollen. Und die rollen auch schon hier durchs Bild. Die ersten 4 Wagen dieses Kurzzuges, nämlich die Beladung mit den Wagen, sind hier neu. Und zwar alles Betonteile der Firma Max Bögel. Auf den ersten beiden Wagen, den Reeswagen Tübinge für den Tunnelbau, und auf den beiden Schwerlastwagen, die jetzt durchs Bild rollen, feste Fahrbahn. Jeweils eine Sonderserie von Tillich, die ich mir über Arriva geholt habe. Gefallen mir wirklich gut. Die Schwerlastwagen sind wirklich gut schwer, haben tolle Fahreigenschaften, 6-Achser. Ich hätte ehrlicherweise gern jeweils mehr von den jeweiligen Wagen, von den Schwerlast- und Reeswagen mit der Beladung. Aber dadurch, dass es eine Sonderserie ist, wird es jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, da noch im Nachgang an weitere Wagen zu kommen. Wird wahrscheinlich wie bei mir üblich dann über die Jahre bei eBay mit doppelten und dreifachen Preisen im Vergleich zum Einkaufspreis werden. Aber das gehört ja auch irgendwie zum Hobby dazu. Ich möchte mich heute gar nicht so viel mit Gerede aufhalten. Ihr werdet grundsätzlich keine großartigen Neuheiten sehen, alles schon in den letzten Videos gezeigt, außer vielleicht 2 schöne weiße VTG ICRA Kesselwagen, die noch dazugekommen sind. Habe auch schon bei Facebook beobachten dürfen, der eine oder andere hat sich da genauso drüber erfreut, wie ich das getan habe. Mittlerweile ist der ICRA Kesselwagen-Fuhrpark um einiges angewachsen, dass ich mittlerweile 2 Züge bilden kann, einen etwas längeren, einen etwas kleineren. Ja, für meine kleine Anlage sind es 2 Züge, für eine Anlage, die etwas größer ist, wäre es wahrscheinlich gerade mal ein Zug. Ja, ich möchte euch eigentlich heute mit einem schönen Fahrvideo beglücken und möchte euch ein bisschen mit den Bildern allein lassen, und ihr sollt das genießen. Von daher komme ich zum Schluss des Videos nochmal zu euch und würde sagen, genießt die Aufnahmen und bis zum Ende.